Deine letzten Worte? Filmst du schon? Nee. Das sind die letzten Worte. Hat man einen ganz trockenen Mund. So, Freunde. Nicht zuletzt dank eurer Kommentare stand der Daniel dann eben doch überraschend enthusiastisch bei mir im Büro, hat gesagt, ja, wie sieht's denn aus? Dann fahr doch mal jetzt. Ja, und jetzt muss ich dann doch früher als erwartet jetzt den Roller testen. Ich habe meine Lederkombi schon vor ein paar Tagen mitgebracht. Ich habe hier noch einen alten State 6 Carbon Helm und noch meine alten State 6 Handschuhe. Ich muss gleich vorab sagen, ich bin noch nie ein solches Rennfahrzeug gefahren. Das gibt mir also gemischte Gefühle jetzt. Ich freue mich schon ein bisschen, aber ich habe auch wirklich einen harten Zapfen im Anschlag. So. Was macht er denn jetzt? Das kann ich nicht anziehen, das brauche ich später noch. Das kannst du auch später nicht mehr anziehen. Oh. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch reinpasse. Und sag mal, du warst doch trainieren, oder was? Ist nur die Schulter. Schulter ist breiter geworden. So, guck mal hier. Ohne Bauch einziehen. Nur an den Eiern eng. Ne? So. Das passt. Das passt. Schlauer wäre es natürlich gewesen, du hättest den Helm halt später erst aufgesetzt. Ich weiß ja nicht, was das für ein System ist. Am Ende des Tages bist du halt doch ein Barry. Ja, ich habe gedacht, man kann das vielleicht, da sind vielleicht so Clips dran. Macht dir das Spaß? Ja, schon.
Ja, ist brutal, Digga. Ich sehe die Kamera nicht. Kannst du die ausmachen? Die Kamera ist weg. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte erst Schiss. Der Schiss ist ziemlich schnell der Freude gewichen. Ich muss auch dazu sagen, auf unserem Privatgrundstück war ganz schön viel Verkehr jetzt. Von anderen Mitarbeitern, gerade hinten um den Kreisverkehr. Werksverkehr ist riesiges Der Thema. Werksverkehr auch hinten im Industriegebiet. Aber das Ding ist ganz schön schnell, Junge. Also da ziehst halt am Gas, was halt ein bisschen unangenehm ist, wenn man es nicht gewohnt ist, und das ist ja bei mir der Fall, dass so die ersten 50 km/h, dass das Vorderrad halt nur so eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Das heißt, wenn du halt beschleunigst und halt längst merkst halt, okay, das hat halt kaum Straßenkontakt. Aber ist geil. Und bremst gut, Fahrwerk macht, gibt schnell Vertrauen. Das hat mir Spaß gemacht. Ich bin einmal hochgefahren, da bin ich zurückgefahren an die Tankstelle, da war gerade ein Motorradfahrer, der hatte mich auf dem Hinweg gegrüßt. Der hat dann ganz interessiert geguckt, da wollte ich den Molly machen, dreh, gib Gas und das Ding geht vorne richtig hoch und ich muss direkt mit dem Fuß einmal raustreten, um den noch zu halten. Aber sonst war nicht kritisch. Habe ich gut geregelt. Und ich habe mir auch immer gedacht, der Daniel, der hört den Motor vom Weiten, der darf nicht hören, dass ich vom Gas gehe. Ich habe versucht, die Drehzahl immer oben zu halten. War geil. Lass mal auf Rennstrecke fahren demnächst jetzt. Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare. Kai, fahr mal bitte. Nee, Daniel, fahr mal bitte mit dem Kai an die Rennstrecke. So. Ja, das würde ich machen. Ich wäre auch dabei. Kannst du noch deine Runner mitnehmen? Das interessiert die Leute doch auch. Ich hab was?